Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zu meiner Bachelor-Thesis mit dem Titel Evaluation von Design-to-Code-Tools – Studie zur Bewertung der allgemeinen Anwendungsaspekte und Ergebnisqualität. Die Thesis wurde in Zusammenarbeit mit der Innovex GmbH erstellt. In vielen Prozessen der heutigen Softwareentwicklung findet sich immer wieder die Schnittstelle zwischen Design und Entwicklung. Diese Schnittstelle könnte durch den Einsatz neuer Technologien optimiert werden und so den Gesamtprozess vieler Projekte verbessern. Diesen Ansatz verfolgen Design-to-Code-Tools. Diese Tools sollen aus Designs in Gestaltungssoftware mittels künstlicher Intelligenz Code generieren, der das Design als Anwendung umsetzt. Der Entwicklungsprozess soll dadurch automatisiert und optimiert werden. Ziel dieser Arbeit ist es, ein grundlegendes Verständnis für diese Art von Tools aufzubauen. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse der Tools bewertet werden, um herauszufinden, ob sie aktuelle Standards erfüllen und den Ansprüchen von Experten genügen. Durch die Analyse verschiedener Tools soll zudem ein Vergleich ermöglicht werden. Design-to-Code-Tools werden meist als Plugin für Gestaltungssoftware wie zum Beispiel Figma oder Adobe XD direkt an der Schnittstelle integriert. Die Nutzer haben durch das Plugin die Möglichkeit, Designs auszuwählen und Voreinstellungen über eine Eingabemaske zu tätigen. Alle Tools bieten hier einen individuellen Optionsumfang für Vor- und Exporteinstellungen. Zunächst wird ein Testdesign erstellt, welches der Nutzer an seine Wünsche anpassen und vorbereiten kann. Das optimierte Design wird dann durch das Tool mittels Generative AI interpretiert und in Code generiert. Nutzer können den generierten Code dann entweder erneut anpassen oder exportieren. Die Bewertung und der Vergleich dieser Tools findet durch eine quantitative Expertenbefragung in 3 Schritten statt. Zunächst haben wir die Bewertungskriterien festgelegt. Hier haben wir uns für 5 Prüfkriterien mit insgesamt 41 Prüfpunkten entschieden. Die Prüfkriterien setzen sich aus der optischen Ähnlichkeit, digitalen Barrierefreiheit, Code-Review, Projekt- und Softwarequalität zusammen. Die Prüfpunkte leiten sich zum Teil aus empfohlenen Tests, verbreiteten Standards und Normen ab, die mit eigenen Prüfpunkten ergänzt wurden. In unserem Test haben wir die Design-to-Code-Tools Anima und Locofy ausgewählt. Während Anima ein kostenpflichtiges Programm ist Locofy eine kostenfreie Alternative. Beide Tools bieten einen ähnlichen Funktionsumfang und sind somit gut für einen Vergleich geeignet. Für die Testdaten haben wir ein Testdesign erstellt und dieses dann für die jeweilige Anwendung optimiert. Anschließend wurden die Designs durch die Tools als Code generiert und schlussendlich als ZIP-Datei exportiert. Der zweite Schritt ist die Durchführung der Expertenbefragung. Insgesamt wurden 16 Probanden mit Erfahrungen in der Webentwicklung befragt. Nach dem Between-Subject-Verfahren bewertet jeder Proband nur die Ergebnisse eines Tools. Somit erhalten wir 2 Testgruppen von je 8 Personen. Im letzten Schritt wurden alle Daten zusammengefasst und ausgewertet. Allgemein lässt sich erkennen, dass die Tools die Designs optisch gut durch den generierten Code umsetzen und auch bei der Softwarequalität nach ISO-Norm 25010 positive Tendenzen aufzeigen. Die Punkte Barrierefreiheit, Projektqualität und Bewertung im Code-Review liegen hingegen nur im mittleren bis schlechten Bereich. Im Vergleich wurden die Tools ähnlich bewertet, wobei die größten Unterschiede in den Bereichen Barrierefreiheit und Projektqualität liegen. Das kostenfreie Tool Locofy schneidet bei 4 von 5 Bewertungskriterien besser ab als Anima. Fazit: Design-to-Code-Tools funktionieren nicht ideal. Designs werden zwar optisch gut in Code umgesetzt, qualitative Aspekte sind jedoch noch nicht zufriedenstellend. Die Experten sind noch nicht von den Ergebnissen überzeugt, auch wenn die Anwendungen durchaus positive Potenziale aufzeigen. Nach unserer Interpretation sind die Tools für schnelle Tests, einfache Anwendungen oder einzelne Komponenten durchaus interessant. Sie sind jedoch nicht für komplexe Projekte oder für die Erstellung von Anwendungen mit hohen Qualitätsansprüchen geeignet.